Camera Rigging. Auf das heutige Video freue ich mich ganz besonders, weil wenn es um Kameras geht, ist das eben eine meiner liebsten Sachen. Abgesehen natürlich vom Fotografieren und Filmen. Auch das heutige Video ist wieder von Lumix gesponsert. Durch deren Unterstützung kann ich jetzt ganz einfach mal über den Tellerrand schauen und meine andere Kamera außerhalb vom Sony Cosmos testen. Ja, und ich war ein bisschen shoppen für die S5 IIX. Ja, das Rigging von Kameras ist wie so eine kleine Sucht, aber der eigentliche Sinn dahinter ist ja, dass man seine Kamera mit sinnvollen Teilen dann aufwertet, sodass man damit besser, schneller oder effektiver arbeiten kann. Und genau deshalb bauen wir heute gemeinsam genau dieses Rig, das ihr hier schon sehen könnt, weil ich eben finde, dass die S5 IIX ganz besonders von manchen Accessoires noch profitieren kann. Vieles davon ist aber auch auf andere Kameras übertragbar. Und die Teile, die ich euch heute zeige, die habe ich einerseits über die Jahre hinweg langsam angesammelt oder eben jetzt im Speziellen auch für die S5 IIX besorgt. Natürlich habe ich euch auch alle Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr da nicht so lange suchen müsst. So, Basis für das S5 IIX Rig ist logischerweise der Body und schaut euch bei der Gelegenheit nochmal dieses Design an. Also ich finde es einfach so krass und ich kann einfach nicht genug davon kriegen, wie gut diese Kamera ausschaut. Komplett in schwarz, nur mit dem roten Auslöser. Damit es jetzt ein Rig wird, müssen wir natürlich was dran befestigen können. Und da ist so ein Kamera-Cage natürlich das A und O. Und hier habe ich mich entschieden für den konventionellen Kamera-Cage von SmallRig. Ich habe mich für den Cage entschieden, weil der im Vergleich zu dem Black Mamba Cage hier noch einen zweiten Cold Shoe hat, um was zu befestigen. Und außerdem hat der hier oben und an der Seite zwei NATO Rails. Und das ist ein Befestigungssystem, das ich einfach sehr gerne nutze. Und das war mir halt sehr wichtig bei dem Cage, weil ich halt schon einige Zubehörsachen habe, die genau dafür passend sind. Was für mich außerdem noch sehr praktisch ist eben, dass die Unterseite von den SmallRig Cages immer so eine AK-Schiene ist. Das heißt, die kann man dann ganz normal auf ein Stativ befestigen, die Kamera. Und außerdem ist die hier auch kompatibel mit den DJI Gimbals. Also hier kann man die Kamera in dem Cage dann ganz einfach auf den Gimbal draufsliden. Und um jetzt in dem Style der Lumix zu bleiben, habe ich alle die weißen Markierungen, die hier auf dem Cage drauf sind, noch mit einem schwarzen Edding eingefärbt. Und damit wird es so grau und es hält auch überraschend gut. Falls ihr jetzt noch nie mit so einem Cage gearbeitet habt, dann solltet ihr immer darauf achten, dass ihr einen Cage euch besorgt, der mehrere Kontaktpunkte hat. Der hier hat zum Beispiel hier unten einen, wo wir ganz normal die Kamera anschrauben können. Aber eben auch bei diesen Ösen hier werden noch zwei weitere Kontaktpunkte dann hergestellt, sodass der Cage halt wirklich möglichst gut mit der Kamera verbunden ist. Als Objektiv nehme ich jetzt hier mal die 35 mm Festbrennweite. Die Festbrennweiten von Lumix sind sowieso ziemlich cool, weil die echt gut klein und leicht sind. Und vor allem auf dem Gimbal haben die noch den Vorteil, dass die alle die gleiche Größe und ungefähr das gleiche Gewicht haben. Das heißt, die lassen sich wirklich sehr gut auf dem Gimbal verwenden, weil man einfach nur einmal balancen muss und dann passt es. Erstes Must-Have für mich war so ein SSD-Halter. Hier, den kann man dann ganz einfach hier oben auf dem zweiten Cold Shoe montieren. War für mich einfach extrem wichtig, weil ich dadurch an der Lumix S5 IIX noch mehr Freiheiten beim Filmen habe. Ich habe einfach mehr Speicherplatz, mehr Codecs und außerdem ist der Speicher natürlich günstiger. Ich habe hier übrigens die Samsung T7 im Einsatz, auch wenn die streng genommen jetzt nicht auf der Kompatibilitätsliste von Lumix ist. Aber bisher funktioniert es wirklich ganz gut. Ja, und wo ich beim Cage gerade schon die NATO Rails angesprochen habe, hier mal ein Top-Handle. Das kann man durch das NATO Rail einfach da drauf sliden, einmal festziehen und schon habe ich ein Top-Handle zum Tragen, zum Filmen oder halt um Sachen noch dran zu bauen. Ist für mich immer wichtig für den Monitor, kommen wir aber gleich dazu. Und was ich nicht so oft nutze, aber hin und wieder, das ist so ein Side-Handle. Auch das kann man mit dem NATO Rail halt super schnell da dran machen. Und das macht einfach das noch ein bisschen stabiler. Hier an der S5 IIX nutze ich es aber nicht so sehr, weil ja hier an der Seite dann die HDMI-Buchse und das USB-C-Kabel so ein bisschen im Weg ist. Ich habe da schon abgewinkelte Kabel bestellt und wenn die da sind, dann sollte das auch ein bisschen besser sein. Gerade bei meinen Shootings für Firmen nutze ich oft noch einen externen Monitor.
Bisher war das bei meinen Sony eher so, um die Belichtung gut einstellen zu können, aber da die X ja eigentlich schon genug Tools an Bord hat, ist es da jetzt nicht so relevant. Aber es ist halt immer wieder gut, wenn man einen größeren Monitor dran hat, einfach um auch dem Kunden mal den Bildausschnitt zu zeigen. Und für mich ist es natürlich einfacher, gewisse Sachen dann auch beurteilen zu können auf einem größeren Display. Ich nutze hier meinen Atomos Ninja 5 Plus. Positiver Nebeneffekt bei dem Monitor in Verbindung mit der Lumix ist, dass der hier ProRes RAW aufzeichnen kann. Zugegeben, der Vorteil ist für mich aber eher theoretisch, weil ich kein ProRes RAW nutze, weil DaVinci Resolve das halt nicht bearbeiten kann. Für die Kamera wäre für mich dann eher so ein Blackmagic Video Assist Monitor interessant, um Blackmagic RAW aufzeichnen zu können. Aber den Spaß habe ich mir bisher noch nicht gegönnt, weil es ist schon ein bisschen teuer und ehrlich gesagt brauche ich für meine Verhältnisse RAW nicht so wirklich. Für die Montage von meinem Monitor nutze ich hier diese SmallRig Monitor Mounts in Verbindung mit dem Hawk-Lock Schnellwechselsystem. Ihr habt es vielleicht hier schon gesehen, da sind diese komischen Dinger da dran. Das ist genau dafür dann gut. Hier übrigens noch ein sogenannter Locating Pin. Da schaue ich auch immer drauf, dass meine Sachen das nach Möglichkeit haben, weil das dann ganz einfach kein Verdrehen von dem Zubehör zulässt. Also ich kann hier diese Schnellwechselplatte drauf machen, so, und dann kann sich das einfach auch nicht mehr verdrehen. Und typischerweise montiere ich das dann hier so, einmal hier vorne dran, und dann kann ich hier eben meinen Monitor super schnell da dran machen. So, jetzt habe ich das hier nochmal kurz umgebaut, damit das Setup ein bisschen kompakter ist. Und jetzt haben wir ja hier die Kamera und den Monitor und die brauchen ja beide Strom. Und normale Akkus in der Kamera und Monitor, das ist halt oft so ein bisschen mühsam, weil es Sachen komplizierter macht. Also ich muss verschiedene Akkus kaufen, laden und tauschen und meistens ist es halt so, dass bei den Kamera-Akkus die Akkulaufzeit jetzt auch nicht so der Hit ist. Deswegen habe ich seit kurzem jetzt erstmals einen sogenannten V-Mount-Akku. Der kann hier nämlich über verschiedene Ausgänge ja gleich mehrere Sachen dann mit Strom versorgen. Zugegeben, der ist jetzt nicht wirklich günstig, aber bei Akkus und Speichermedien dann nutze ich wirklich nur wirklich namhafte Sachen. Und es ist auch so ziemlich der einzige Akku, der irgendwie so ein bisschen professionell ausschaut durch diese Schlichtheit. Und auch wenn es eigentlich komplett egal ist, aber der äußere Eindruck von dem Equipment, das man so nutzt, der kann schon auch wichtig sein. Das ist ja generell öfter so das Thema, eine größere Kamera, wo viel Zeug außen dran ist, die macht ja auch bessere Aufnahmen. Zumindest denken das viele. Naja, ihr könnt auf jeden Fall auch jede Menge andere V-Mount-Akkus finden, die auch einen guten Job machen und nochmal deutlich günstiger sind. Was aber bei der Verwendung von so einem dicken Klops an der Kamera extrem hilfreich ist so eine Platte hier. Das ist eine V-Mount-Montageplatte und die hier ist halt einstellbar und klappbar und die passt auch super gut zu dem AK-Mount auf der Unterseite jetzt von dem Cage. Jetzt habe ich hier diese Platte dran. Und dann kann ich eben hier hinten so einfach meinen Akku einlegen und dann ist es wirklich eine super saubere Sache. So, jetzt habt ihr ja vielleicht gesehen, ich habe vergessen, meinen Monitor rauszuklappen. Ist aber nicht so schlimm, weil ich kann das hier lösen und hier Monitor rausklappen und dann wieder hochklappen. Um jetzt Strom für die Kamera und den Monitor zu bekommen, nutze ich sogenannte Dummy-Akkus. Ja, das ist hier, schaut aus wie eine Batterie, aber kann ich einfach hier einstöpseln. Und das habe ich einmal für den Monitor und einmal für die Kamera an sich. Und hier natürlich noch ein HDMI-Kabel, um den Monitor mit der Kamera zu verbinden. So schaut es dann fertig verkabelt aus. Ist jetzt nicht super schön, aber auf jeden Fall sehr kompakt. Ich kann das ja auch mal anschalten. Hier einmal die Kamera und einmal den Monitor. Der Monitor braucht immer ein bisschen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Wirklich ein super kleines Setup. Achso, und um nochmal auf den Gimbal zurückzukommen, da nutze ich seit einigen Jahren nur noch DJI Gimbals. Und für meine Aufträge habe ich mir da mal was richtig Tolles geleistet. Ich muss jetzt aber kurz die Kamera weg. So, ich habe mir nämlich vor ungefähr 1 bis 1,5 Jahren den RS3 Pro gekauft
Und ja, ich bin einfach super zufrieden damit. Auch wenn es für meine Kameras ein bisschen zu groß ist, aber der macht alles das, was ich halt von so einem Gimbal haben will. Klasse Ding und ja, kann ich nur empfehlen. Klar ist aber auch, dass man so ein Setup dann jetzt nicht genauso auf dem Gimbal montiert. Da muss man dann natürlich wieder ein bisschen abspecken. Jetzt gibt es natürlich noch jede Menge anderer Sachen, die ich da so nutze, aber das ist extrem von der Situation dann abhängig und es ist natürlich abhängig davon, was ihr selber gern nutzt. Bei den Mikrofonen ist es so, dass ich für eine Referenzaufnahme teilweise das interne Mikrofon von der Kamera nutze oder so ein kleines Mikrofon noch irgendwo da dran baue. Ansonsten versuche ich den Ton noch separat abzugreifen, entweder über ein Funkmikrofon oder halt ein größeres anderes Mikrofon. Beim Objektiv nutze ich dann meistens lieber lichtstarke Zoom-Objektive als Festbrennweiten, weil die für mich ein bisschen flexibler sind, gerade wenn ich halt alleine unterwegs bin. Dann braucht man natürlich noch einen ND-Filter und schon ist unser kleines perfektes S5 IIX Video Rig auch fertig. Kamera-Rigging ist auf jeden Fall keine günstige Sache, aber viele von den Teilen sind halt universal nutzbar, auch für andere Kameras und zudem sind die meisten Sachen halt wirklich auch sehr lange nutzbar. Mir ist natürlich klar, dass für viele von euch das vielleicht ein bisschen Overkill ist, aber ich dachte mir, die Gelegenheit ist jetzt einfach ganz gut, um auch mal ein bisschen was zu zeigen, was ich halt sonst nebenher noch so mache und benutze neben diesem YouTube-Kanal. Ja, wenn ihr noch mehr Videos zur S5 IIX schauen wollt, dann ja, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es ja noch das ein oder andere dazu. Und vielen Dank an der Stelle an Lumix für die Unterstützung. Und mich würde jetzt noch eure Meinung interessieren. Wie schaut euer perfektes Rig aus? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich bin immer auf der Suche nach den perfekten neuen Accessoires. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bin raus für heute. Ciao.